Guten Abend bei Konkret. Die Pandemie hat uns leider weiter fest im Griff. Aus fürs Visier, ein Gesichtsschutz, der nicht genug schützt. Vor allem im Handel und in der Gastronomie erfreuen sich durchsichtige Visiere größter Beliebtheit. Je länger die Corona-Pandemie andauert, desto kleiner werden sie. Zwar liegt die offizielle Version der neuen Corona-Verordnung, die ab Mitternacht gelten soll, noch nicht vor. Ein Verbot der Schilde ist aber angekündigt. Nicht ohne Grund, wie Vanessa Böttcher und Leila Movahedi zeigen. An der TU Wien im Institut für Strömungsmechanik forscht Alfredo Soldati mit seinem Team Corona-bedingt gerade intensiv an der Verbreitung von Tröpfchen und Aerosolen. Denn so manch heute geltende Richtlinie rund um Masken oder Abstände wurde auf Basis von Forschungen aus den 30er Jahren erstellt. Damals hat man gedacht, dass große Tröpfchen, die man ausspuckt, nach 1 Meter zu Boden fallen und der Rest verdunstet. Aber wir haben festgestellt, dass das nicht stimmt, dass diese nicht komplett verdunsten. Alfredo Soldati erklärt mir, dass Viruspartikel überhaupt nicht verdunsten und lange in der Luft bleiben können. Deshalb ist es wichtig, sich mit einer Maske zu schützen. Aber sind die unterschiedlichen Modelle auch gleich wirksam? Gemeinsam mit einem Forschungsteam wollen wir das testen. Mittels Lasertechnik und einem sogenannten Schlierenspiegel können Luftströmungen, in unserem Fall der Atem, sichtbar gemacht werden. Licht aus, Laser an. Zunächst schauen wir uns an, wie gut die sehr umstrittenen Gesichtsschilder funktionieren. Ein großes Teilchen wird vorne am Schild gestoppt, aber kleine Partikel, 10, 15 Mikrometer groß, folgen dem Luftstrom und werden oben und unten rausgewirbelt. Darum sind Schilder nur für große Tröpfchen geeignet, nicht für kleine. Vor allem die kleinen Kinnvisiere bieten wenig Schutz und schleudern viele Partikel in die Umgebung. Ein 10 Mikrometer Partikel, was schon groß ist, kann bereits 15 Minuten brauchen, um zu Boden zu fallen. Wenn jemand eine Tür öffnet, kommt ein Luftzug und es wird wieder hochgewirbelt und bleibt noch länger in der Luft. Und so geht das für immer weiter. Wie das genau aussieht, schauen wir uns gleich in einem weiteren Experiment an. Während die Wissenschaftler dieses vorbereiten, gehen wir der Frage nach, ob die gängigen Masken und Visiere gewissen Sicherheitsstandards unterliegen müssen. Zurück an die TU Wien. Mit einem noch stärkeren Laser zeigen uns die Wissenschaftler den Unterschied in der Dichtheit verschiedener Masken. Am besten wirken FFP2 und 3 Masken. Einziger Wermutstropfen im Schutz für die anderen, das Ventil. Medizinische Einmalmasken haben auch noch eine sehr passable Filterwirkung von ca. 60%. Bei den beliebten selbstgemachten Stoffmasken sieht das Ganze leider nicht so gut aus. Das Baumwollgewebe ist für kleine Partikel zu löchrig. Besser als die Visiere sind Masken aber allemal.